wusste schon, dass der Karwendel-Höhenweg wirklich herausfordernd ist, weil er technisch ist, weil er ausgesetzt ist, weil er schwierige Parts hat. Wenn man mitten auf dem Höhenweg steht, man hat so viel da rein investiert und dann muss man feststellen, okay, ich komme hier einfach nicht runter. Und davor hatte ich echt Angst. Ich komme aus Deutschland, wohne in Österreich und bin professionelle Trailrunnerin für The North Face. Trailrunning bedeutet für mich ganz viel Freiheit, in der Natur sein, allein sein, immer wieder die eigenen Grenzen aufgezeigt bekommen. Und der Karwendel-Höhenweg ist für mich ein Herzensprojekt, weil er Deutschland und Österreich voneinander trennt. Er trennt quasi meine Heimat von meinem jetzigen Wohnort und ist mein tägliches Trainingsgelände, direkt wenn ich aus der Haustür gehe. Am Tag von der FKT hat der Wecker um 1:30 in der Früh geklingelt. Ich war schon ziemlich gut nervös, also ich habe das vor allem am Bauch gemerkt, am Magen, dass ich wirklich aufgeregt war. 59 Stunden darf ich brauchen, so lange hält der Akku. Und schon Glück. Ciao. Eine FKT, also eine sogenannte Fastest Known Time, ist die schnellste je gelaufene Zeit auf einem sehr genauen GPS-bemessenen Stück, ohne dass man zwischendurch auf Stopp gedrückt hat, weil man darf die Uhr nicht stoppen. Der Karwendel-Höhenweg ist etwa 65 Kilometer lang und hat etwa 5000 Höhenmeter hoch und auch runter. Und normalerweise wandert man ihn in 6 Tagen ab und schläft auf den Hütten. Ich möchte gerne die erste Frau sein, die ihn in einem Stück durchläuft, in einer möglichst guten Zeit. Grundsätzlich laufe ich gern Fastest Known Times als erste Frau, um andere Frauen zu ermutigen, diese Strecken auch abzulaufen. Und manchmal klappt es halt, dass ich auch schneller laufe als die Männer. Ich denke, dass da die IDA vor allem für die Frauen ein gutes Vorbild schaffen kann, dass das eben machbar ist, aber eben auch nicht zu unterschätzen ist, weil 11 Stunden am Berg unterwegs sein ist schon lange. Vor allem in einem Tal wie Karwendel, weil wenn man halt mal ganz hinten drinnen ist, dann braucht man nur sehr, sehr lange, bis man wieder draußen ist. Also das sollte man dann auch nicht unterschätzen. Es war eigentlich ganz mystisch und es war eine richtig schöne Stimmung. Es war halt so dämmernd. Ich habe ganz viele Tiere gesehen, ganz viele Gämse und Steinböcke und habe irgendwie so das gespürt, was ich am Laufen so liebe, dieses Alleinsein in der Natur und so richtig an seine Grenzen gehen. Ich habe mich echt gut gefühlt, aber wusste, dass halt noch ganz schön viel kommt und habe deswegen versucht, die Kräfte ein bisschen einzuteilen. Ich habe mir auf dem Arm am Abend all die Zwischenzeiten notiert, die ich gerne erreichen würde, sozusagen Best-Case- und Worst-Case-Szenario. Das Geröllfeld entlang zur Frau Hitt war wirklich schwierig. Es war extrem neblig und deswegen echt schwer zu laufen. Es ist schon ziemlich technisch und ausgesetzt und man muss gut schauen, wo man hintritt. Persönlich laufe ich lieber, als dass ich klettere und ich habe versucht, gute Griffe zu finden und gehofft, dass ich nicht abstürze. Ich wusste von meiner kalkulierten Zeit, dass ich so etwa 1/3 der Kilometerstrecke habe und das war dann ganz gut fürs Gefühl und ich konnte so die ganze Zeit runter auf Innsbruck schauen und das zu Hause sehen und da habe ich so das erste Mal gedacht, es ist echt cool, dass die Stadt jetzt erst erwacht und man schon so viel in den Beinen hat. So die erste Hälfte, da war es topfit, als wäre es gerade erst losgelaufen.
Eigentlich war der ganze Teil vom Stempeljoch bis zum Lafatscha-Joch sehr zart. Es war so das erste Mal, dass ich wirklich mental zu kämpfen hatte, weil ich wusste, ich habe jetzt von der Zeit zwar mehr als die Hälfte hinter mir, aber das Stück, was jetzt bevorsteht, ist sehr, sehr zäh. So die ganze Zeit relativ unrhythmische Parts, hoch und runter, recht technisch. Man kommt einfach nicht schnell voran, egal wie schnell man läuft. Und das kann sehr unbefriedigend sein, gerade für den Kopf. Ich würde sagen, dass mir das Stück so schon ein bisschen den Stecker gezogen hat. Also danach war ich extrem fertig. Ich war wirklich fertig und habe mich versucht, darauf zu konzentrieren, einen Fuß vor den anderen zu setzen, im Kopf eigentlich immer nur 3 Kilometer weiter zu denken und nicht die 20 Kilometer, die noch anstanden. Und habe vor allem im Downhill versucht, nicht zu stürzen, weil der doch ziemlich geröllig ist. Davor hatte ich echt Angst. Dadurch, dass ich seit der Kindheit eigentlich auf dem linken Ohr schwerhörig bin, habe ich einfach nicht so ein gutes Gleichgewicht. Und das ist gerade in so technisch schwierigen Passagen oder im Downhill oft schwierig. Und da hilft mir das Training, dann wirklich auf meinen Körper zu vertrauen, dass ich das Gleichgewicht habe, ausbalanciert bin und so ein bisschen an mich glaube. Das habe ich in den letzten Wochen, Monaten ganz gut hinbekommen. Das ist natürlich eine Riesenbelastung, die der Sportler da aushalten muss. Und das gilt es dann in der Physiotherapie auszufiltern, wo sind Stärken und Schwächen. Da muss man dann versuchen, darauf einzugehen und schauen, dass jedes einzelne Gelenk seine gewisse Mobilität hat, aber dann auch natürlich in der gesamten Kette zueinander funktioniert, dass das System so lange wie möglich stabil bleibt. Also der letzte Teil der Strecke ist eigentlich, wenn man das Höhenprofil anschaut, in der Theorie extrem einfach. Es geht nur mehr runter, man läuft tendenziell schneller, aber genau da wird es sehr technisch und auch kritisch, denn diese Downhills, die gehen direkt in die Beine. Vielen Dank euch. Ja. Super, prima. Ab da war echt jeder Kilometer ein Kampf. Also ich habe versucht, voll im Tunnel zu bleiben und einfach nur daran zu denken, wie es ist, wenn ich endlich ins Ziel komme. Aber ich muss zugeben, dass ich die letzten 20 Kilometer schon viele Zweifel hatte, ob ich überhaupt ins Ziel komme, weil ich echt komplett fertig war. Es ist auf jeden Fall so, dass ich ein paar Mal darüber nachgedacht habe, dass es leichter wäre, mich jetzt hinzusetzen und zu weinen und es nicht zu Ende zu laufen, als es zu Ende zu laufen. Aber ich habe halt auch im Hinterkopf gehabt, dass ich eine gute Zeit laufen will und dann versucht, mich immer weiter anzutreiben und immer so ein bisschen zu denken, okay, bis da vorne laufe ich noch. Und dann habe ich halt, wenn ich da war, gedacht, okay, bis da vorne laufe ich noch. Und mich natürlich gefragt, wie das wohl so aussieht, wenn ich so elendig vor mich her renne, weil mir echt jeder Schritt extrem schwer gefallen ist. Und dann habe ich in Scharnitz realisiert, dass ich echt weit unter den 11 Stunden eigentlich bleibe mit 10 Stunden 42. Yes! Irgendwie war es so ein bisschen unrealistisch für mich in dem Moment oder ich konnte es noch nicht so richtig nachempfinden, dass es jetzt echt vorbei ist und ich keinen Meter mehr laufen muss. Aber ich war einfach unglaublich erleichtert und als ich auf die Uhr geschaut habe, auch einfach glücklich über die Zeit. Kein Wort mehr geredet. Kann ich sagen. Das Besondere an so einem Höhenweg im Vergleich zu Rennen ist einfach, dass man halt einen Rekord aufstellt. Und ich glaube, es ist klar, dass kein Rekord für die Ewigkeit ist und ich wünsche mir, dass ich damit jetzt andere Frauen dazu inspiriere und ermutige, auch diesen Höhenweg abzulaufen und sich selbst zu challengen und vielleicht auch meine Zeit zu schlagen. Aber ich werde ihn dann halt versuchen, mir wieder zurückzuholen.